Guten Morgen. PlayStation 5 in Sicherheit und ich werde auf jeden Fall die Tage verlosen auf Insta. So, ich bin heute auch echt müde, ich muss einfach zum Shop. Ohne Kiki leider. Also ich muss sagen, in letzter Zeit ist das echt ein bisschen schwierig, so Content zu machen. Habe ich auch schon mal gesagt. Das Gleiche. Zu Hause, kurz einkaufen, ins Lager, dann nach Hause. Ich wünsche, ich könnte mehr zeigen vom Tag oder interessantere Sachen. Aber ich muss sagen, unser Leben ist schon recht interessant, wenn man so bedenkt, wie viel wir eigentlich auf einmal am Tag machen. Wie viel wir am Tag schaffen. Wir unterwegs sind, was anderes machen, mal nicht über den Shop reden, mal nicht über die Videos reden. Aber wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, gerade zu dieser blöden Scheißsituation. Ich hoffe, wir kommen da alle gesund und heile durch. Heute Abend kommen meine Eltern zu Besuch und deswegen habe ich hier ein bisschen was mitgenommen. Die Kiste ist voller Überraschungen, voller Essen. Ein bisschen Kokosöl, Apfelessig, Schwarzkümmelkapseln, Datteln, Pistazien. Alles, was so eine arabische Mutter so liebt, ne? Und Olivenöl. Keine Sorge, Leute, ich fahre nicht mit euch mit nach Hause. Ich nehme euch nicht mit. Ich lege jetzt auch die Kamera weg, aber ich bin jetzt hier im Privatgelände und eigentlich darf man da nochmal die Kamera benutzen. Hier sind auch keine Kinder und hier ist auch nichts Großartiges, was gefährlich ist. Aber ich habe es, glaube ich, im letzten Vlog auch schon gesagt, ich bin eher kein Fan davon, dass man Stories macht oder Videos macht während der Fahrt. Ob es jetzt für Instagram ist oder für YouTube. Ne, geht gar nicht. Klar, wenn das steht und jemand anderes dabei ist, geht es auf jeden Fall klar. Aber wenn man sich selbst aufnimmt, finde ich das schon sehr, 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 sehr gefährlich und sehr fahrlässig. Und das wollte ich mal gerne loswerden. Aber Leute, ich komme jetzt auf die Straße und deswegen muss ich aufhören. Tschüss. Ach ja, bevor ich jetzt auf die Straße fahre, ich muss Kinder-Bueno kaufen für Kiki. Kiki braucht Kinder-Bueno. Wir brauchen einmal White Bueno, die Standard-Buenos. Ich hoffe, ich finde die, ich kriege sie überhaupt bestimmt an der Tankstelle. Ich muss eine große Tankstelle suchen, am besten so in Aral oder sowas, die ist eigentlich ganz beliebt. Also die haben eigentlich meistens alles. So Leute, ich war jetzt bei Aral und es gibt leider nur normal, keine White. Jetzt geht es ab zu Jet. Also bin ich schon bei Jet und frage jetzt mal nach, ob die es da haben. So Leute, Jet hat es auch nicht. Jetzt bin ich hier bei so einer SB-Tankstelle. Schau mal nach. So, ich bin jetzt einer Tankstelle nach der anderen abgegangen. Also Star war ich jetzt, die haben das nicht. Jet war ich ja gerade. Aral war ich gerade. Shell ist gar nicht rangegangen. Aber Hem ist dafür rangegangen und die haben Kinder Bueno White. Und Leute, ich muss echt sagen, das ist das, was YouTube am Ende ausmacht. Spontan sich Zeit nehmen für die Community. So, Leute, ich habe die Buenos bekommen, endlich. So Leute, ich habe die Buenos bekommen. Das Lustige ist, er sagt zu mir, er hat direkt gedacht, das ist eine schwangere Frau, die es haben möchte. Aber ich habe gesagt, nein, das ist für ein Rezept gewesen. Das hat nichts mit Schwangerschaft zu tun. Der hat sich kaputt gelacht, das war echt peinlich. So, reicht jetzt mit der GoPro. Ich glaube, mit der Kamera ist es besser. Also Leute, heute kommen meine Schwiegereltern. Nein, was sage ich da? Meine Eltern. Ne? Ja, hey, bin ich deine doof? Eltern. Heute kommen Kikis Schwiegereltern. So, und die Küche sieht aus wie Sau. Kennt ihr das? Also ich weiß nicht, ich glaube die Damen kennen das so. Man hat irgendwie mehr Angst vor Schwiegereltern als vor den eigenen Eltern. Ist das richtig so, Kiki? Also am Anfang definitiv, aber jetzt ist auch alles gechillt. Ja, aber du willst trotzdem das so richtig so schön wie möglich machen, ne? Ja, das hat was mit Wertschätzung zu tun, egal ob deine oder meine Eltern. Gute Antwort, hat man hier. Das sieht toll aus. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Ich finde es einfach voll süß, wie stolz du bist, dass du es besorgt hast. Ja, aber das war echt nervig, ey. Ja, war aber auch echt gut. Das ist wirklich nur ein Haus, was jetzt kommt. Also hört auf, irgendwie zu diskutieren. Also ihr wisst ja, ich habe 7 Geschwister. Ihr wisst ja, ich habe 7 Geschwister. 2 davon sind noch nicht verheiratet, beziehungsweise noch jung, noch nicht verheiratet. Der eine ist 18 oder 19. Wie alt ist einmal eigentlich jetzt? Ich glaube, der ist 19, oder? Der ist 19, ach du Kacke, ich hab's voll vergessen. Und die andere, die Amira, ist 14. Und die fastet dieses Jahr wirklich auch zum ersten Mal durch. Die letzten Jahre war immer so, ich faste mal einen Tag, ich faste mal für 2 Stunden heute. Aber die ist echt erwachsen geworden. Die ist jetzt 14 Jahre alt und jetzt will die mal durchfasten. Ja. Das ist jetzt geschafft anscheinend. Cool. Ja. So, die Frage ist jetzt, das ist unser Standraum. Raum, sage ich schon, abgetrennter Bereich mit den Lichterboxen. Also Kiki, die Frage ist jetzt, was kochst du? Rindfleisch aus dem Ofen, also ein Schmorgericht, weil ich finde immer das am entspanntesten. Man würzt das vorher, man packt das rein und dann hat man eigentlich 2 Stunden Zeit für alles andere und das Fleisch wird ganz von alleine schön zart. Ja. So, die sind jetzt fertig, obwohl hier in der Mitte noch ein bisschen hell ist, aber ich hatte keinen Platz im Ofen. Das ist schlimm. Sind das die Crispy diesmal? Ja, aber diesmal anders gerollt. Kiki macht ja immer Panete Börek. Diesmal Panko-Paniermehl. Mit normal Paniermehl, ne? Ja. Und dann im Ofen. Aber diesmal ist die Panko-Mehl. Genau, das asiatische Paniermehl. Aber die sind mir noch zu hell. Guck mal, sehen sie nicht so gut aus, ne? Soll ich die so lassen, oder? Ach, doch, ist das gut.
Es ist 19:43 Uhr. Bei uns ist ungefähr das Abendessen, also der Sonnenuntergang, um 21 Uhr und ein paar zerquetschte. Ich sage auch extra Abendessen, weil ich denke mir auch so, ja, Clay, schön und gut, wir haben Ramadan, wir haben Iftar, aber nicht jeder versteht das. Wir haben ja auch Leute oder Zuschauer, die nicht fasten, die auch noch nie das Wort Iftar gehört haben oder noch nie das Wort, Sahur gehört haben. Sahur heißt im Endeffekt das Frühstück, also vor dem Sonnenaufgang, in dem Moment, wo man halt nichts mehr essen darf. Und Iftar ist halt das gemeinsame Essen am Abend zum Sonnenuntergang. Das nochmal zur Info. Leute, ich habe gerade was erfahren, das lässt mein Herz höher schlagen. Kiki hat noch gerade Chiköfte gemacht. Ja. Also hast du auch Chiköfte gemacht? Ich habe Chiköfte zusammengeholt, ich hatte voll Bock drauf. Chiköfte. Kiki hat auch Chiköfte gemacht, richtig für Veganer, ne? Nee, ich hab heute ein Bad her, Thumbnail. Okay, Thumbnail, okay. Wieder so einer auf so, irgendwas ist schief gelaufen, damit man noch bloß auf das Video klickt. Okay. So, Schwiegereltern sind eingeladen. Du machst Zähne zum Essen? Irgendeine Aufgabe geben. Ich brauche irgendeine Aufgabe. Ganz ehrlich? Ich kann es verarbeiten, aber ich will gerne mit dir was machen. Kannst du, guck mal, da liegen noch so ein paar Sachen im Wohnzimmer. Oh, mein Ohr tut irgendwie weh. Mein Ohren. Ja, warte, du kannst gleich mit mir reden. Warte. Die will echt nichts mehr haben. Ey, die ruft mich echt nicht. Die hat es geglaubt. Kiki, meine Ohren tun immer noch weh, okay? Ja, ich rufe dich dann, wenn es mir weh tut, dann musst du aufräumen. Die ist so doof, ey. Da brummt mir Kiki einfach den Müll auf. Ich muss den Müll rausbringen. Meine Güte. اللهم افتح عليكم أبواب رحمته يا أرحم الراحمين. So Leute, ich habe ja versprochen, dass ich das Gewinnspiel durchführen werde. Wir haben heute Eid, also Bayram, Fastenbrechenfest. Ich habe es in den letzten Tagen einfach nicht geschafft. Letzte Woche war schon so stressig und in den letzten Tagen war es für mich persönlich auch, ich hatte also keine Lust gehabt, irgendwas zu verlosen. Aber ich habe scroll gerade durch, ich habe einen sehr, sehr, sehr schönen Kommentar gefunden. Ich lese das mal vor. Ich weiß nicht, ob das gehen würde, aber ich wünsche mir eine Spende für eine Wohltätigkeitsorganisation, wo ich Kindern an Bayram eine Freude bereiten kann. Dank eurer Hilfe. Wir haben doch schon alles, was wir brauchen. Lieber würde ich gerne Menschen, die weniger oder gar nichts haben, helfen wollen. Ich fand die Nachricht richtig süß und gerade jetzt zur jetzigen Lage finde ich das sogar wichtig. Es muss jetzt nicht unbedingt bei Menschen ankommen, die gerade im Krieg leiden. Das sowieso, also die haben es sowieso wahrscheinlich noch nötiger. Aber wir können auch hier was Schönes machen und Schönes gestalten. Und ich finde die Idee sehr, sehr schön. Leider ist heute schon Bayram oder Eid. Ich bin leider eigentlich zu spät, aber ich werde es versuchen, das Geld ihr direkt zukommen zu lassen. Trotz alledem möchte ich trotzdem jemand auch einen Wunsch erfüllen und werde auch nochmal jemand jetzt auswählen, Freude machen. Also eigentlich wäre es so gewesen, dass ich nur einen auswähle, aber das ist nicht der Gewinner sozusagen. Das ist nochmal die Kirsche auf der Sahne. Das wollte ich gerne auch noch erfüllen, aber ich wähle jetzt nochmal jemand aus und der kriegt dann seinen Gewinn. So, der Gewinner ist die Tutsche. Mal wieder ein Video, das uns alle zum Lächeln bringt. Danke dafür. Für den Fall, dass ich Glück habe, würde ich mir Kikis Pro Set wünschen. Beim Backen möchte ich gerne den Next Level erreichen und Kikis Set würde mich motivieren. Liebe Grüße, Tutsche. Aber ich finde das irgendwie recht süß, weil sie wollte sehr, sehr viele, also wirklich sehr, sehr viele. Wollten einen 150-Euro-Gutschein, was auch überhaupt nicht schlimm ist, ist alles cool. Aber sie hat sich halt nicht viel gewünscht. Sie wollte halt nur ein Pro-Set haben aus dem Shop im Endeffekt. Ich fand das halt cool, weil es war jetzt nicht die Grenze von 150 Euro. Also sie hat es quasi nicht ausgereizt. Also ich habe versprochen, dass ich einen Betrag von maximal 150 Euro verschenke und sie hat jetzt einen Betrag von 99 Euro ausgewählt. Und deswegen werde ich es auch so machen, dass ich ihr das Set schenke im Wert von 100 Euro und zusätzlich nochmal einen 50-Euro-Gutschein, womit die einfach alles auswählen kann, was sie möchte. So Leute, ich hoffe, der Ramadan gut gelungen für euch und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen mitgenommen und unterhalten. Ich hätte eigentlich ein bisschen mehr drehen wollen, aber ich hatte einfach leider nicht die Zeit dafür. Ramadan hat einen doch mehr eingenommen, als ich dachte. Und ich hoffe, ihr werdet in den nächsten Tagen oder nächsten Vlogs auch dabei sein. Leute, vergesst eure Mitmenschen nicht, gerade auch an Tagen wie diese und vor allem an Tagen wie dem Fastenbrechenfest, Eid, Zuckerfest, Bayram, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Denkt auch immer an eure Mitmenschen.
Ihr entwurzelt den Olivenbaum. Wir sind die Menschen, die im Schatten sitzen und ihre Oliven kauen. Welcher Mensch fliegt von seinem heiligen Land? Man hat uns alle vertrieben und unsere Erde verbrannt. Guck, das sind Menschen, die mit Sorgen leben. راجع بلادي عالأرض الخضراء، راجع بلادي أنا ولادي، أنا ولادي عالأرض الخضراء، راجع بلادي.